Ziellinie ist in Sicht und du gibst noch einmal richtig Gas. Während deine Beine das Tempo erhöhen, wird deine Atmung intensiver, dein Herz schlägt schneller und Schweiß strömt über deine Haut. Wie kommt diese Substanz plötzlich zum Vorschein und was genau ist ihr Zweck? Es gibt eine Reihe von Situationen, die uns zum Schwitzen bringen können. Scharfes Essen, Nervosität und Krankheiten. Aber Sport ist wahrscheinlich die naheliegendste und häufigste. In diesem Fall ist das Schwitzen eine Reaktion auf Bewegung, die in deinen Zellen ausgelöst wird. Sobald du dein Tempo erhöhst, arbeiten deine Muskeln stärker, was deren Energiebedarf erhöht. Bei der Zellatmung entsteht aus Glucose und Sauerstoff Adenosintriphosphat, kurz ATP, der Energieträger der Zellen. Ein Großteil dieses Prozesses findet in den sogenannten Mitochondrien statt. Je mehr du dich bewegst, desto stärker arbeiten die Mitochondrien, um deinen Körper mit Energie zu versorgen. Dies hat jedoch seinen Preis. Wenn die Zellen das ATP aufspalten, geben sie Wärme ab. Diese Wärme stimuliert die Temperatursensoren überall in deinem Körper. Diese Rezeptoren erkennen die steigende Wärmeabgabe deiner Muskelzellen und melden dies dem Hypothalamus, der die Körpertemperatur reguliert. Der Hypothalamus reagiert, indem er über das sympathische Nervensystem Signale an die Schweißdrüsen in deiner Haut sendet. Diese sind über den ganzen Körper verteilt, wobei die Schweißdrüsen besonders zahlreich an den Handflächen, den Fußsohlen und auf dem Kopf vorhanden sind. Wenn eine Schweißdrüse das Signal erstmals empfängt, enthält die Flüssigkeit, die die Zellen ihrer gewundenen Basis umgibt, große Mengen an Natrium und Chlorid. Die Zellen pumpen diese Ionen in eine Röhre, die durch die Schweißdrüse verläuft. Da das Innere der Röhre salziger ist als die Umgebung, gelangt durch Osmose Wasser hinein. Wenn sich das sogenannte Primärsekret unten in der Röhre ansammelt, wird es durch den Wasserdruck nach oben in den langen, geraden Teil der Röhre gepresst. Bevor es auf die Haut sickert, nehmen die Zellen, die den Schlauch auskleiden, so viel Salz wie möglich wieder auf, damit der Prozess fortgesetzt werden kann. Das Wasser im Schweiß absorbiert die Wärmeenergie und verdunstet dann auf der Haut, wodurch deine Körpertemperatur sinkt. Dieser Prozess, der als Verdunstungskühlung bezeichnet wird, war für unsere Vorfahren eine wichtige Anpassung. Dieser Kühleffekt ist jedoch nicht nur beim Sport nützlich. Wir schwitzen auch in vielen anderen Situationen. Der Verzehr von besonders scharfem Essen bringt manche Menschen dazu, stark im Gesicht zu schwitzen. Das passiert, weil Schärfe die gleiche neuronale Reaktion im Gehirn auslöst wie Hitze, wodurch die Thermorezeptoren aktiviert werden. Schwitzen ist auch Teil der durch Stress ausgelösten Kampf- oder Fluchtreaktion. Zum Beispiel, wenn du jemanden um ein Date bittest oder bei einem Vorstellungsgespräch. Das passiert, weil Adrenalin die Muskeltätigkeit anregt und die Blutgefäße erweitert. Zwei Reaktionen, die die Temperatur erhöhen und die Schwitzreaktion auslösen. Schwitzen tritt auch auf, wenn wir krank sind. Bei Fieber schwitzen wir, weil Infektionen den Hypothalamus dazu anregen, die Muskelaktivität zu erhöhen, was wiederum Energie in Form von Wärme freisetzt. Dadurch erhöht sich deine Gesamttemperatur, ein Schutzmechanismus, der deinen Körper für Infektionserreger weniger besiedelbar macht. Wie beim Laufen hilft das Schwitzen deinem Körper, die Wärme abzuleiten. Sobald das Fieber vorbei ist oder du dein Rennen gewonnen hast, nehmen die Thermorezeptoren den Temperaturrückgang wahr und der Hypothalamus beendet die Schwitzreaktion. In manchen Fällen, wie zum Beispiel nach einem Lauf, signalisiert er deinem Körper auch, dass du das ausgeschwitzte Wasser wieder zuführen musst. Wenn du dich also das nächste Mal anstrengst, um ein Ziel zu erreichen, stell dir den Schweiß als körpereigenen Kalibrator vor, der dich zu Höchstleistungen befähigt. Hast du manchmal das Gefühl, nicht genug über deinen eigenen Körper zu wissen? Abonniere diesen Kanal und erfahre alles über Haarausfall, Muskelwachstum und die Frage, warum wir an so vielen zufälligen Stellen Haare haben. Bleib neugierig, bleib informiert.